Ist es nicht der Traum eines jeden Sammlers, in einem alten, 200 Jahre alten Fachwerkbauernhof wie hier eine Zündab KS 750 zu finden, die an der Wand hängt? Das ist das Besondere auch noch. Und interessant ist die Geschichte, wie kam diese Zündab KS 750 an die Wand? Klar, jemand hat sie dort aufgehangen. Aber warum? Es begann damit, dass 1987 eine Reise nach Island mit 3 Zündab KS 750 unternommen wurde. Hierzu muss man wissen, dass der Zündab KS 750 Motor zu der Zeit nicht als sehr standfest mit seiner nadelgelagerten Kurbelwelle galt. Wir hatten deshalb uns auf ein Experiment eingelassen. Guidos Luftwaffengraue hatte eine BMW-Kurbelwelle, die von Thaddäus fuhr noch die original nadelgelagerte Kurbelwelle und ich hatte die modifizierte Gleitlager-Kurbelwelle, die wir gerade erst entwickelt hatten. Wir wollten sehen, wie verhielt sich alles. Guido fuhr mit der Luftwaffengrauen und der BMW-Kurbelwelle. Sie lief hervorragend, das kann man nicht anders sagen. Und wir hatten an für sich viel Spaß. Es war kalt und der wärmste Tag, kann ich mich noch erinnern, war in Akureyri. Wir müssen ja davon ausgehen, es war Sommer. Da war 24 Grad. Wir waren begeistert. Und alle Leute in Akureyri blieben nachts auf und feierten. Tolles Wetter, kein Regen, was selten ist in Island, kein Wind, auch selten. Aber es hat Spaß gemacht. Wir hatten natürlich auch unsere Probleme mit den Zündabs. Unsere Reise ging über 6 Wochen und nach 5,5 Wochen und nur 200 Kilometer vor unserem Rückkehrhafen, da machte es ein lautes, schepperndes Geräusch im Motor von Thaddäus Zündab KS 750. Die originale nadelgelagerte Kurbelwelle meinte, sie müsste ihr Geist aufgeben, das Pleuel riss ab, schepperte einmal laut durch den Motor und dann war große Stille. Wir haben die letzten 150 Kilometer die Maschine dann an den Haken genommen. Guido hatte dann während des Schleppens noch ein Problem hier. Es ging ein Sägering raus und da war die Kardanwelle kurz rausgerutscht, aber das war kein großes Problem. Eine halbe Stunde basteln und schon fuhren wir wieder. Im Großen und Ganzen war es eine schöne Fahrt. Die Erfahrung zeigte, gleitgelagerte Kurbelwelle, super, Originale lassen wir lieber. Tja, und als wir dann zurückkamen, wurde die Zündab Luftwaffe einfach abgestellt. Irgendwie stand sie immer im Weg, weil ich wollte sie aus Erinnerung, weil es meine erste war, nicht restaurieren. Dann haben wir sie an die Wand gehangen. Irgendwann. Und so hing sie, so wie hier, über 30 Jahre. Und jetzt wurde es Zeit, sie wieder mal runterzuholen. Ich hatte damals einen Teeträger in die Wand gesetzt und die Maschine mit ein paar Flacheisen daran festgeschraubt. Es war damals schon ein Akt, sie hochzubekommen. Jetzt war es ein Akt, sie herunterzunehmen. Ein Winkelschleifer half dabei. Wir durchtrennten einfach diese Flacheisen. Es war etwas Arbeit. Gesichert hatten wir das Motorrad über einen dicken Gurt, der an der Ameise hing. Und so konnten wir uns jetzt die Mühe machen, sie herabzunehmen. Lukas trennte und irgendwann wackelte sie dann schon ein bisschen. Und wir dachten, das ist relativ einfach, wenn sie einmal unten ist. Aber wir hatten uns da auch drin getäuscht. Denn nachdem sie am Gabelstapler hing, fing erst das Problem an. Wie bekommt man sie vom Gabelstapler runter? Ja, da war sie. Endlich von der Wand. Tja, und wir dachten, jetzt fahren wir sie zurück und dann lassen wir sie einfach ab. Aber so einfach war das nicht. Sie hing erstmal wie ein Schwein auf der Leiter. Sah ganz interessant aus, diese Maschine mal von dieser Warte aus zu sehen. Ölwanne, untere Getriebebefestigung, wie am Haken. Und wie bekommen wir sie jetzt rum? Das war etwas schwierig. Wir haben etwas rumexperimentiert, noch ein paar Seile gespannt und dann wurde sie mit 2 Mann an den Seilen langsam herabgelassen. Ja, und das funktionierte dann auch. Und so stand sie dann irgendwann wieder
in der waagerechten, so wie es sich an für sich für eine Zündab KS 750 Ausführung Luftwaffe gehört. Nicht mehr an der Wand hängend. 30 Jahre, naja, auch eine lange Zeit. Jetzt haben wir sie wieder da, wo sie hingehört. Und es war natürlich von Interesse, dreht sich noch der Motor. Das war denn das, was wir als nächstes probieren wollten. Also Lukas. Na also, ich kann jetzt mal gucken, ob vielleicht sogar noch Zündfunke da ist. Da brauchen wir nur noch Öl rein und Benzin und dann können wir fahren. Aber da war noch nicht mal ein Fünkchen zu entdecken. Wir machten dann einmal den Motordeckel ab und zu unserer Überraschung fanden wir hier ein kleines Schreiben. Damals, als wir die Maschine aufgehangen hatten, war die Geschichte zusammengefasst worden, unten ein Blatt für jemand, der es später mal von der Wand nimmt. Und dort steht dann geschrieben: Geschichte: 1944 in einer Werkstatt in Kępno, Polen, zurückgelassen worden von der Wehrmacht. 1979 nach Deutschland, 1982 fahrbereit, 1987 Islandfahrt, 3000 Kilometer ohne Probleme. 1989 Norwegen Winter, 1990 Spanien Pyrenäen, 1991 eingemottet, Motor läuft gut, Getriebe in Ordnung. 1992 an die Wand gegangen, technisch komplett. Quer am Rand ist dann noch zu lesen: Öl abgelassen, Bremsöl fehlt. Sonst absolut fahrbereit. 19.09.92. Zeichen HPH Hommes. Tja, und jetzt steht die Maschine rum. Und rum. Aber waagerecht. Das ist schon mal ein Anfang. Ich wollte sie nicht mehr restaurieren. Ich habe heute einige andere. Es war meine erste. Aber ich werde sie jetzt demnächst abgeben. Irgendjemand wird sich da finden, der wie Guido sie wieder aufbaut, pflegt, liebt. Und sie wird sehr wahrscheinlich wesentlich älter werden als ich. Das ist auch was. Wem dieser Informationsfilm gefallen hat, da freue ich mich über einen Daumen hoch. Das motiviert immer. Bis dann. Tschüss.